Willkommen bei Verlaufgeschichte, an einem Punkt, an dem Geld, Macht und Geschichte aufeinandertreffen. In jener komplexen Welt, in der nicht so einfach ist, wie es scheint. Alle Länder der Welt stecken in Schulden. Die Vereinigten Staaten verfügen derzeit über Schulden von mehr als 38 Billionen $, dem höchsten Stand ihrer Geschichte. Die Europäische Union trägt eine Gesamtverschuldung von rund 14 Billionen $, während Japans Schulden sich auf etwa 9 Billionen $ belaufen. Selbst ölreiche Länder wie Saudi-Arabien sowie Exportgiganten wie Deutschland und China stehen unter einer enormen Schuldenlast. Hier beginnt der eigentliche Widerspruch. Wenn alle verschuldet sind, wer ist dann der Gläubiger? Schulden sind nicht nur eine Last. Sie sind ein grundlegender Baustein der modernen Welt. Jeder Krieg, jede Krise, jeder Aufschwung und jeder Zusammenbruch ist auf diesem unsichtbaren Gerüst aus Schuldscheinen aufgebaut. Wenn man die Kette der Gläubiger weit genug zurückverfolgt, stößt man auf eine ebenso interessante wie beunruhigende Wahrheit. Die Welt ist in Wahrheit niemandem Bestimmten etwas schuldig. Sie schuldet es sich selbst. Doch das bedeutet nicht, dass alle gleichermaßen davon profitieren. Heute steht die Welt unter einer Gesamtverschuldung von über 315 Billionen $. Diese Summe ist fast dreimal so groß wie die gesamte Weltwirtschaft. Um zu verstehen, wie es dazu kommen konnte, müssen wir an den Anfang der Geschichte zurückgehen. Lange bevor die erste Kreditkarte genutzt oder die erste digitale Überweisung getätigt wurde, entstand die Idee der Staatsverschuldung nicht in Finanzzentren, sondern auf den Schlachtfeldern des Krieges. Im Jahr 1694 befand sich England im Krieg mit Frankreich, und seine Goldreserven gingen rapide zur Neige. Der König wandte sich auf der Suche nach einer Lösung an die Kaufleute. Diese finanzierten die Krone im Gegenzug für einen dauerhaften Strom von Zinszahlungen, abgesichert durch zukünftige Steuereinnahmen. Um dieses neue Finanzsystem zu verwalten, wurde die Bank of England gegründet. Dies war revolutionär. Der Staat konnte nun Geld ausgeben, das er noch nicht besaß. Im Gegenzug erhielten die Geldgeber etwas Einzigartiges, ein Versprechen der Regierung, handelbar, übertragbar und veräußerbar. Damit war die Staatsanleihe geboren und zugleich das Fundament des modernen Finanzsystems gelegt. Frankreich übernahm dieses Modell, die Niederlande entwickelten es weiter. Die neu gegründeten Vereinigten Staaten von Amerika nutzten es, um ihre Revolution und später ihre Expansion nach Westen zu finanzieren. Staatsverschuldung galt nun nicht mehr als Zeichen des Scheiterns, sondern als Maßstab für Glaubwürdigkeit. Die Fähigkeit, sich zu verschulden, wurde zur Fähigkeit zu herrschen. Früher eroberten Imperien Territorien, um Gold zu gewinnen. Nun emittierten sie Anleihen, um Zinsen zu extrahieren. Das Schlachtfeld wurde zur Bilanz. 3 Jahrhunderte später sind Schulden zum dominierenden Exportgut der Welt geworden. Die Vereinigten Staaten haben Schulden von über 38 Billionen $. Japan liegt bei über 9 Billionen $. Und die globale Verschuldung wächst alle 100 Tage um weitere 1 Billion $. Jedes Land ist verschuldet, jede Bank verleiht Geld, jeder Bürger ist über Steuern, Ersparnisse und Rentenfonds zugleich Schuldner und Gläubiger. Doch wer hält wirklich das andere Ende dieser Kette? Beginnen wir mit den Vereinigten Staaten, denn ihre Schulden sind nicht nur ein nationales, sondern ein globales Thema. Von den 38 Billionen $ Gesamtverschuldung entfällt fast die Hälfte auf öffentlich gehaltene Schulden, also Schulden gegenüber Investoren und nicht gegenüber anderen staatlichen Stellen. Rund 66% dieser Schulden befinden sich in den Händen amerikanischer Investoren. Banken, Pensionsfonds, Investmentfonds, Versicherungsgesellschaften und die Federal Reserve selbst. Die verbleibenden etwa 9 Billionen $ werden von ausländischen Investoren gehalten. Japan ist mit rund 1 Billion $ der größte Gläubiger, gefolgt von China mit etwa 800 Milliarden $. Danach folgen das Vereinigte Königreich, Luxemburg und Belgien. Wenn also gesagt wird, die USA seien China Geld schuldig, ist das korrekt, allerdings betrifft dies nur rund 2% der Gesamtschulden. Der überwiegende Teil der amerikanischen Schulden gehört somit den Amerikanern selbst. Das Finanzministerium gibt Anleihen aus, die von Banken und Fonds gekauft werden. Die Federal Reserve kauft diese Anleihen häufig zurück und schafft dabei neues Geld. Amerikanische Bürger zahlen Steuern, mit denen die Zinsen dieser Anleihen bedient werden. Diese Zinszahlungen fließen anschließend in amerikanische Rentenkonten zurück. Es ist ein spiegelbildlicher Kreislauf. Die Schulden sind real, doch der Gläubiger ist meist Teil desselben Systems. Und dieser Kreislauf ist nicht nur ein amerikanisches Phänomen. Er ist global. Japan leiht den USA Geld über Staatsanleihen. Die USA leihen Europa Geld über den IWF. Europa finanziert Entwicklungsländer über die Weltbank. Entwicklungsländer wiederum parken ihre Devisenreserven in westlichen Anleihen und leihen damit Geld an die entwickelten Volkswirtschaften zurück.
Es ist ein weltweites Spiel der heißen Kartoffel. Nur besteht diese Kartoffel aus Versprechen. Jedes Land hält den Schuldschein eines anderen. Jedes Versprechen ist durch ein weiteres Versprechen abgesichert. Es gleicht einem endlosen Pokertisch, an dem jeder Spieler seine Chips vom nächsten geliehen hat. Und die einzige Regel, die das Spiel am Laufen hält, lautet: Niemand steht auf. Doch es gibt eine vierte Ebene, mächtiger als alle anderen, die Märkte selbst. Hinter jeder Staatsanleihe steht ein dichtes Netzwerk von Institutionen. Hedgefonds, Pensionsfonds, Staatsfonds und Zentralbanken, die Vermögenswerte in Höhe von Dutzenden Billionen Dollar verwalten. Sie entscheiden, welche Länder sich günstig verschulden können und welche für ihr Überleben einen hohen Preis zahlen müssen. Verlieren sie das Vertrauen, brechen Währungen ein, Regierungen stürzen und ganze Volkswirtschaften können über Nacht umstrukturiert werden. Demokratie entscheidet, wer regiert. Die Märkte entscheiden, wer überlebt. Der ultimative Marktgestalter dieses Systems ist die Zentralbank, der Hohepriester der modernen Finanzordnung. Zentralbanken verwalten Schulden nicht nur, sie erzeugen sie. Jedes Mal, wenn die Federal Reserve oder die Europäische Zentralbank Staatsanleihen kauft, schafft sie im Gegenzug neues Geld. Die Verbindlichkeit einer Bilanz wird zum Vermögenswert einer anderen. Jeder Dollar im Umlauf steht für eine Schuld an anderer Stelle. Schuldenfreies Geld existiert nicht. Jede Münze, jeder Geldschein und jeder digitale Dollar trägt unsichtbar einen Schuldschein in sich. Seit Jahrzehnten hält sich dieses System durch Vertrauen. Solange Investoren glauben, dass Regierungen zumindest die Zinsen zahlen, selbst wenn niemals der Kapitalbetrag zurückgezahlt wird, läuft die Maschine weiter. Doch was geschieht, wenn dieses Vertrauen schwindet? Wir haben es bereits gesehen. Im Jahr 2010 wurden die Staatsschulden Griechenlands untragbar. Anleihegläubiger gerieten in Panik. Die Renditen schossen in die Höhe. Die Europäische Zentralbank und der IWF griffen ein. Doch die Rettung kam mit Austerität, Steuererhöhungen, Ausgabenkürzungen und Massenarbeitslosigkeit. Für eine ganze Generation wurde Rettung zum Synonym für Opfer. In Argentinien verwandelten wiederholte Zahlungsausfälle die Staatsverschuldung in einen nationalen Fluch. In Sri Lanka führten Devisenmangel, Treibstoffknappheit und politischer Zusammenbruch zur Krise. Wenn das System zusammenbricht, treten die Gläubiger plötzlich hervor. Der IWF, Ratingagenturen und anonyme Anleihehalter, die ganze Nationen im Würgegriff halten. Und doch beginnt selbst nach dem Kollaps derselbe Mechanismus von neuem. Neue Kredite ersetzen alte. Alte Schulden werden restrukturiert. Die Maschine startet neu, mit einem anderen Namen auf derselben Bilanz. Im 21. Jahrhundert sind Schulden nicht dafür gedacht, zurückgezahlt zu werden, sie sind dafür gedacht, weitergereicht zu werden. Regierungen planen nicht, ihre Schulden jemals vollständig zu tilgen. Nicht heute und auch nicht in Zukunft. Das ist keine Verschwörung, das ist Politik. Wenn du oder ich einen Kredit aufnehmen, müssen wir den Betrag zurückzahlen. Regierungen funktionieren anders. Sie behandeln Schulden wie ein dauerhaftes Abonnement, neue Anleihen werden ausgegeben, um alte zu bedienen. Ökonomen nennen das Refinanzierung. Zinsen sind das eigentliche Produkt, die Miete für Stabilität. Die globale Wirtschaft ist inzwischen von diesem Kreislauf abhängig wie ein Hai, der schwimmen muss, um zu atmen. Das heutige Finanzsystem basiert nicht auf Rückzahlung, sondern auf Vertrauen. Die USA werden ihre 38 Billionen Dollar Schulden niemals vollständig tilgen. Sie werden sie für immer refinanzieren. Japan rollt seine Schulden seit Jahrzehnten weiter und liegt inzwischen bei über 250% des BIP und dennoch liegen die Renditen japanischer Staatsanleihen nahe Null. Investoren warten nicht auf Rückzahlung. Sie warten auf die Verlängerung des Deals. Für sie sind Staatsschulden die sicherste Sicherheit der Welt. US-Staatsanleihen gelten nicht als Verbindlichkeit, sondern als Vermögenswert. Pensionsfonds halten sie. Banken nutzen sie als Sicherheit. Zentralbanken behandeln sie wie Geld. Das globale System beruht darauf, dass Regierungen ihre Schulden niemals vollständig zurückzahlen. Denn würden sie es tun, verlöre die Welt ihr verlässlichstes Finanzinstrument. Stell dir vor, Washington würde eines Tages jede einzelne Schuld begleichen. Banken und Fonds weltweit verlören ihren stabilsten Vermögenswert. Die Geldmenge des Dollars würde dramatisch schrumpfen. Deflation und wirtschaftlicher Zusammenbruch wären die Folge. Schulden zu tilgen würde genau das zerstören, was die Wirtschaft am Laufen hält. Deshalb tun Regierungen das Gegenteil. Sie geben immer neue Schulden aus. Nicht chaotisch, sondern rhythmisch. Schulden sind zum Herzschlag des Kapitalismus geworden. Wenn Politiker davon sprechen, den Haushalt auszugleichen oder die Staatsschulden abzubauen, verkaufen sie eine Illusion. Das Ziel ist nicht, Schulden zu beseitigen. Das Ziel ist, sie tragfähig, bedienbar und begehrenswert zu halten.
Denn sobald der Glaube schwindet, verlieren Zahlen ihre Bedeutung. Vertrauen bricht zusammen, Zinsen explodieren, und die auf rollenden Versprechen aufgebaute Wirtschaft kommt zum Stillstand. Das wahre Geheimnis staatlicher Schulden lautet: Der Plan war nie, sie zurückzuzahlen. Der Plan war, die Welt daran glauben zu lassen. Es ist ein geschlossener Kreislauf aus Vertrauen. Und solange dieses Vertrauen besteht, können die Zahlen endlos wachsen. Wenn wir sagen, wir schulden es uns selbst, ist das nur zur Hälfte wahr. Zinszahlungen fließen nicht gleichmäßig durch die Gesellschaft. Sie fließen von Steuerzahlern und Arbeitern hin zu Institutionen und Investoren. Mit anderen Worten, Schulden sind nicht nur ein Transfer zwischen Ländern. Sie sind ein Transfer zwischen Klassen. Deshalb wachsen globale Ungleichheit und globale Verschuldung gemeinsam. Das System belohnt diejenigen, die Schulden besitzen, und bestraft jene, die sie nur bezahlen. Wenn dir das bekannt vorkommt, dann deshalb, weil es dieselbe Geschichte ist. Nur auf größerer Ebene, von Haushalten zu Nationen, von Nationen zum Planeten. Gläubiger sind keine Schurken, Schuldner sind keine Opfer, sie sind zwei Seiten desselben Motors. Was geschieht, wenn der Motor keinen Treibstoff mehr hat? Wenn neue Schulden nicht mehr ausreichen, um alte Versprechen zu bedienen? Dann wird die Frage, wer ist der Gläubiger? Persönlich. Denn an der Spitze dieser globalen Pyramide gibt es kein einzelnes Gesicht, dem man die Schuld geben kann. Nicht China, nicht die Wall Street, nicht der IWF. Sie alle, und wir. Das moderne Finanzsystem hat Schulden selbst zu Geld gemacht. Regierungen geben sie aus, Banken vervielfachen sie, Investoren handeln sie, Bürger sind von ihnen abhängig. Die Grenze zwischen Schuldner und Gläubiger ist nahezu verschwunden. Schulden bedeuteten einst Knechtschaft, heute bedeuten sie Gleichgewicht. Doch wenn dieses Gleichgewicht kippt, wenn das Vertrauen zerbricht, endet die Illusion. Und wir erinnern uns daran, was Schulden wirklich sind. Ein Versprechen, das nicht ewig gehalten werden kann. Wenn dir das eine neue Perspektive eröffnet hat, abonniere den Kanal. Die Geschichte enthält Antworten auf deine Fragen, und ich werde dir zeigen, wo du sie finden kannst.